Hallo Holzfreunde! Baut mit mir und der Shaper Origin diesen schönen Stehhocker für eure Werkstatt. Alle Modelle könnt ihr natürlich wie immer bei mir von der Webseite herunterladen. Der Stehhocker ist in einer entsprechenden Höhe, sodass ihr auch im Sitzen an eurer Werkbank weiterarbeiten könnt. Zuerst sägen wir die 3 Beine auf Länge zurecht. Diese haben eine Gesamtlänge von 700 mm und an beiden Enden eine 15 Grad Schräge in die gleiche Richtung. Für die Beine nehme ich Ahorn, Vierkant, 40 x 40. Den Anschlag von der Workstation stelle ich jetzt auch auf 15 Grad ein. Nun fräse ich den Zapfen am oberen Ende der Beine. Da die Fläche eine 15 Grad Schräge hat und jetzt länger ist als 40 mm, ist der Mittelpunkt jetzt 20,7 anstatt 20. Dafür gibt es zur Berechnung diese einfache App. Der Zapfen wird 30 mm hoch und soll dort aber auf Mitte sein. Das bedeutet, dass der Mittelpunkt nochmals um 8 mm verschoben werden muss. Das heißt insgesamt auf 28,7 mm. Hier die einfache Berechnung mit der App. Nun fräse ich den Zapfen mit einem 6 mm Fräser und mehreren Durchgängen. Hier das Ergebnis. Der Zapfen ist perfekt mittig. Nun fräse ich die Sitzfläche, die Außenkontur sowie die 3 Zapfenlöcher für die Beine. Die Zapfenlöcher fräse ich auf eine Tiefe von 30,3 mm, damit die Zapfen von den Beinen ein wenig Luft haben. Ansonsten sollten diese möglichst genau gefräst werden. Die Sitzfläche besteht bei mir wieder aus Ahorn, 210 mm breit, 320 mm lang und 45 mm dick. Die Außenkontur fräse ich jetzt bis auf eine Tiefe von 20 mm. Die vorgefräste Kontur der Sitzfläche säge ich jetzt grob mit der Bandsäge aus. Anschließend mit der Oberfräse und einem Bündigfräser fertiggestellt. Im Anschluss nochmal etwas abgerundet und geschliffen.
Jetzt ist die Kreuzverstrebung dran. Auf der einen Seite ist diese Dreiecksverbindung, auf der anderen Seite eine Schräge mit Zapfen. Wie ihr diese praktische Dreiecksverbindung fräst, verlinke ich euch hier oben in diesem Video. Nun die einzelnen Streben auf Länge zuschneiden, wiederum mit einer 15 Grad Schräge. Diese muss auf der kurzen Seite 190 mm betragen, inklusive Zapfen. So sehen unsere 3 Kreuzstreben nun aus. Die Zapfen haben eine Tiefe von 20 mm. Um den Zapfen wiederum mittig zu bekommen, müssen wir die X-Achse wiederum um 5,4 mm verschieben. Der Zapfen wird wieder mit einem 6 mm Fräser in mehreren Durchgängen gefräst. Perfekt mittig. Jetzt muss nur noch das Zapfenloch für die Kreuzverstrebung ins Bein gefräst werden. Dieses wird jetzt an der Innenseite eingefräst. Dazu zeichne ich mir die Mitte der Tasche mit 484 mm an. Die Tasche fräse ich in alle 3 Beine mit einer Tiefe von 20,3 mm. Ansonsten wiederum passgenau. An allen Beinen und Kreuzstreben hobele ich jetzt eine leichte Ferse. Für einen angenehmeren Sitz hobele ich jetzt noch eine leichte Wölbung in die Sitzfläche. Alle Teile nochmal schön schleifen und dann geht's auch schon ans Zusammenbauen.
Alle Teile werden verleimt und zusätzlich noch mit 8 mm Dübeln verstiftet. So, der Hocker ist jetzt fertig. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like.